Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel. Die Musik ist sehr laut in meinem Headset, wie ich gerade feststelle. So, jetzt ist es ein bisschen leiser. Wir befinden uns auf der wunderschönen Courageous, beziehungsweise haben wir davon beim letzten Mal nicht allzu viel gesehen. Wir haben nur eine nette Einführung vom Prinzen Olivier höchst selbst bekommen und einige erste Eindrücke gewinnen können und werden uns jetzt hier einfach mal ein bisschen umschauen, denn es gibt einige Gesprächspartner, aber es gibt auch einige Bereiche, die es hier zu inspizieren gilt und genau dem werden wir uns heute widmen. Unter anderem vermutlich, hallo Chrono, welcome to the Courageous Bridge. You might not believe it, but Helmsman Graf's exceptionally good at his job. I'll notice even the slightest diversion in our course too, so no need to worry. Oh, um das Thema Sicherheit mache ich mir hier tatsächlich gar keine Sorgen. Everyone here on the bridge is a specialist in their field, so there's no need to worry. We'll get you to your destination safe and sound. Ich meine, wir haben so viele hochkarätige Leute an Bord, also dass sie hier nicht irgendwie Hinz und Kunz hinsetzen würden, das war mir irgendwie fast schon klar. Guten Tag, wer sind Sie? Ach, du bist Graft, von dir wurde gerade gesprochen. Hi there, I'm Graft. I'm from the Imperial Army's Air Force. I have to say, though, I've never seen a ship like this. And as if that wasn't enough to get excited about, I get to work under the Radiant Blade Master himself. If Prince Oliver wants to bring about that ideal of his, the Blade Master's the right guy to have in his corner. Safe to say that I'm looking forward to seeing just what effect this airship has on the world. Everyone here is well aware that we're working with the legend in Captain Arcade. If Prince Oliver wants to bring about that ideal of his, he picked the right guy to do it with. Safe to say that I can't wait to... Ja, das hat er gerade schon mal gesagt. Vor allen Dingen, wenn die mal angegriffen werden sollen, ne? Und irgendwie, weiß ich nicht, entweder in der Luft oder am Boden kämpfen müssen, dann haben sie ja den stärksten Kämpfer der Welt ja auch gleich mit an Bord. Also wenn das mal nicht praktisch ist, ich würde gerne mal wissen, was der hier verdient, ja, für diesen Einsatz. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Hallo, Boy, yeah. Engine room, come in. Can you hear me? We've reached maximum cruising speed. Ogren here on the bridge. Oh, hold on. Engine 4 is struggling a bit. Can you give it a look? Alle Hände voll zu tun. Engine room, come in. Can you hear me? We've reached maximum... Okay. Vielleicht können wir selber nachgucken, wobei in dem Motorenraum dürfen wir nicht, haben wir, glaube ich, am Ende der letzten Folge gelernt. Hey, Curtis. Hello there, I'm Curtis, the radio officer. Is this your first time on the bridge of a military airship? If you've seen one, you've seen them all, really. The main difference being that the Courageous is still new and shiny. Well, that and the fact that the ship and its entire crew are unaffiliated with either faction. That's unusual. The Courageous is completely unaffiliated with the major factions in Erebonia. Half of our crew might be from the 7th Armored Division, but despite being part of the army, they're neutral too. Their position is pretty similar to Prince Oliver's actually. Major Vander's a good example of that. Und deswegen mag ich dieses Schiff irgendwie auch. Ich finde es gut, dass wir quasi unparteiisch neutral hier unterwegs sind, auch wenn der ein oder andere politische Akteur dahinter vielleicht doch irgendwie, weiß ich nicht, eine Seite sieht oder irgendeine Botschaft sieht, aber der Grundgedanke dahinter, den finde ich gut. We're cruising along so smoothly that it almost feels like we're one with the wind. It's like the ship is a crimson Pegasus soaring through the sky. We're really lucky to know who we know. I can't imagine many people will ever get to experience something like this. We owe the winds and the goddess our thanks. Ja, und Oliver, nicht vergessen. We're cruising along so smoothly that it almost feels... Ja. Okay, er weiß das zu schätzen, aber nichts anderes habe ich von Gaius erwartet, denn Gaius ist für das dankbar, wofür man auch dankbar sein sollte und das sind häufig eben auch die kleinen Dinge im Leben. Genug Moralapostel gespielt. Hallo, Maya. I knew that the captain's daughter would be coming on board, but seeing them talk is rather heartwarming. Please relax and leave the operation of the airship to us. The crew here come from a wide range of backgrounds, but we're all confident in our skills. Ja, das bin ich auch. Also in eure Skills, nicht in meine. I happen to have been scouted from the Epstein Foundation by Prince Oliver himself. What a unique, fascinating person he is. Das stimmt wohl. Ich glaube, da sprichst du für eine ganze Menge Leute da draußen. Everything on this airship is really cutting edge. Prince Oliver does love his surprises. First his return to Heimdall on the RSA and now this. Tja.
Everything on this airship is really cutting edge. Ja. Aber ich meine, er hat ja auch das nötige Kleingeld, ne, um sowas zu realisieren. Kreative Köpfe gibt es wahrscheinlich viele da draußen, auch welche, die durchaus für interessante Überraschungsaktionen zu haben sind, aber das hier ist eben auch ein Budgetthema, ne? Auch wenn ich jetzt den Zauber dieser Überraschung nicht zunichte machen wollte. So, arbeiten wir jetzt von unten nach oben? Ich würde sagen schon. Starten wir mal mit Hold. Und gucken mal, was wir hier so zu sehen bekommen, beziehungsweise wen wir hier zu sprechen bekommen. Das sieht auf jeden Fall schon mal überschaubar aus. So, guten Tag, wie heißen Sie? Oh, du hast leider keinen Eigennamen, das tut mir sehr leid. Vielleicht schaffst du es im nächsten Teil relevanter zu werden. You'll find the ship's hangar beyond here. Feel free to go in if you like. Unfortunately though, we can't let you into the factory and engine room opposite. Das ist in Ordnung, wir wurden vorgewarnt. We've got armored cars and other armaments in the hangar. You're free to take a look if you like, but try not to mess around with anything. Hallo, wir sind Reinschwarzer, wir messen nie around, wir räumen eher nur auf hinter anderen. Hallo Banker, interessanter Name. Yeah, getting this ship ready for today was a real struggle. ZCF and the Epstein Foundations have really greased the wheels though. So yeah, welcome to the Courageous. This baby is the most state-of-the-art airship in the world, hands down. Phew. Getting this ship ready for today was a real struggle. Das hat er gerade eben schon mal gesagt. Vielen Dank fürs Willkommen heißen. Und ja, danke, dass wir hier sein dürfen und so. Auch wenn du vermutlich nicht der Entscheider gewesen bist, der das möglich gemacht hat. Aber das ist egal. Er freut sich, dass wir hier sind. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir Bekanntschaft miteinander machen durften. So, wer spricht hier? Peyton und Thompson. Wer seid ihr beide? Wow, super. Ey, wirklich, danke für die Säule im Bildkamera. Danke. Das macht das Spiel gleich viel lebendiger. Das Gespräch meine ich. Splendid. Take a look, Peyton. We're cruising so fast yet we remain completely stable, just as my tests predicted we would. That's great. This is a big win for the both of us. I never could have done it without you. I owe you one. Ah, jetzt springt die Kamera wieder zurück. So, warte mal, diesmal machen wir es mal anders. Einmal so. Hey, name's Peyton. I'm a mechanic from ZCF. I was actually in charge of maintenance on the RSA, which is why they scooped me up for the Courageous here. The more work you do on something, the more attached you get to it. The Courageous is like my child at this point. It kind of chokes me up to see it finally take flight. So ist das. There's always something special about a ship's first flight. It's like watching your kids strike out on their own. Well, except for the fact that I'll be sticking with it until the very end. Da ist aber jemand angetan. Sehr schön. Ich glaube, wir haben den Schiffspapa gefunden. Oh, my apologies. I got a bit overexcited. I'm Thompson, a professor from the Roer Institute of Technology. Fluid mechanics are my specialty. I had a part in designing this airship's hull, you see. I honestly can't believe that my calculations of us surpassing 3000 SPH in such a huge ship were spot on. I'm so happy I could jump for joy. Bist auf jeden Fall ein guter scheinbar. Breaking 3000 SPH on a ship as big as the Courageous was thought to be impossible. Looks like it was only near impossible. It took countless experiments to finally design a hull that could do it, so it's amazing to see all that hard work pay off. Sehr schön. Ich wünschte, im Real Life würden für Großprojekte mal Kosten realistisch im Vorfeld eingeschätzt werden. Irgendwie sind gefühlt alle in den letzten Jahren realisierten Großprojekte, von denen man in den Medien immer mal so mitbekommen hat, immer erstmal heillos unterkalkuliert gewesen, weil sich im Nachgang immer gezeigt hat, oh, hier noch 1 Million, da noch 1 Million, hier nochmal 10 Milliarden on top, ne? Ich sag nur Berliner Flughafen und so. Talk to Alisa und Sharon, ist glaube ich egal mit wem, ne? I couldn't believe what I was hearing. I had no idea the Rainford company was involved in developing something at this scale all this time. Then I find out it was a collaboration with the Epstein Foundation and ZCF. ZCF, ich sag mal sie, ne? And on top of that, she's got her hands on the development of our Arcus units too. It's way too much work for one person. How many projects does Mother have under her wing right now?
Well, I'm afraid I can't give a simple answer to that, but suffice to say, the chairman only knows about a small number of the projects in development by the Rainford Group. Lately, the directors have... I knew it! Oh? Hello, Master Reen. Tachchen, ich wollte euch nicht heimlich belauschen, ich hätte mich auch zu erkennen gegeben. Sorry, am I interrupting something? No, it's okay. Have you finished exploring the airship? I expect it will be a while longer before we reach Roer. Finished? I don't even think I've seen half of it yet. It's kind of overwhelming. I'm looking forward to landing in Roer though. It's been a while since I've seen the industrial metropolis. It's not too far from my hometown, so I'd always hear about it in passing. Oh, that's right, you're from MEHR, so I guess you would then. You want a little refresher? I can bring you up to speed on all things Roer. Sure, why not? Roer used to be a factory town, but it grew into a hot spot for technology as a result of its steel and heavy industry. The population is around 200,000, and since the city's in the NOCH province, it's under Marquis Rogner's jurisdiction. Ah, that's right. I still find it kind of wild that Angelica is his daughter. You know, last time I visited, it felt like the whole city was man-made. Trees and grass were rare sights. It made it kind of hard to tell how large the city really is. Well, the city itself is basically one giant structure divided into several levels. It's been expanded so many times that even long-time residents occasionally went up in places they don't recognize. Why? I've lost count of the number of times I've had to go pick up Elisa when she lost her way. Why? I've lost count of the number... Okay. Irgendwie habe ich den Satzbau gerade nicht verstanden beim ersten Lesen. That was when I was a kid. Don't say it like it still happens. Really, it was a long time ago. Something tells me we're looking at the not quite so distant past. Anyway, north of Roer is the Sachsen Iron Mine. Bester Name. The iron mine there makes its way into most of the Rainford Group's products in some form or other. The amount of ore they get from just one mine is immense. The Empire would be a different place today without it. I don't doubt it. Even our textbooks mention the Sachsen Mine. Sachsen hat sogar in die Lehrbücher hier in Traits of Cold Steel geschafft. Glückwunsch. It's been vital to the Empire since back before the Orbital Revolution. In the center of Roer, you can't miss the Rainford Group's corporate headquarters, which is also basically my house. Honestly, I was hoping I wouldn't have to go back anytime soon. Elisa. Kann das mal weggehen? Das nervt. Danke. I guess there's no point in moping about it now. We've yet to have a field study that didn't spiral into some sort of hectic adventure, but I'm ready if you are. We'll just take it as it comes. I'll be wishing you all the best. Das wissen wir, Sharon, das wissen wir. Mal gucken, ob wir den Tag noch erleben werden, wo die Frau ihr Lächeln verliert. Schwer denkbar, ne? I never would have expected I'd return to Roer like this. Oh well, there's no point in wasting my energy worrying. There's no telling what's going to happen during this field study, so let's just hope it's a good one. Ja, so kann man stehen lassen. I never would have expected, oh well, worrying, good one, okay, Haken dran. We should be arriving at Roer soon. Please allow me to escort you to the person in charge of your training exercises once we do. I guess we know who that will be. Don't say it, I don't even want to think about it. Lisa tut mir echt ein bisschen leid. We should be arriving at Roer soon. Tja. Naja, in der Vergangenheit waren es halt immer die Leute aus dem Director-Kreis. Hallo? Hallo? Stimme? Haben wir uns wieder? Verstehen wir uns wieder? Ist alles wieder cool mit uns? Ich glaube ja. Ich war gerade kurz davor, wieder ein kleines Cutchen einzubauen. Aber nicht notwendig, scheinbar. So, dann hätten wir das hier einmal durch. Oh, das ist die falsche Tür. Das sah auch so aufzugig aus gerade. Ach, wir sind in einer... Nee. Wir sind in der Bridge, sind wir gestartet. Und die Junction Area, das ist jetzt die einzige, die noch fehlt. Na, mal gucken. Hier wird sicherlich auch wieder mindestens ein Ausrufezeichen-Pärchen geben, oder? Nee.
Was? Wie geht das denn? Was ist denn mit meiner Stimme los? Okay, den mache ich noch und dann mache ich einen Cut. Okay, und dann wird erstmal ausgeräuspert. Welcome to the Courageous. Prince Oliver and Major Vander are on the front deck if you're looking for them. Why don't you go say hello? Ja, und da haben wir dann die Ausrufezeichen vermutlich. So, Moment. Es war erstmal fast eine halbe Wasserflasche weggezogen, in der Hoffnung, dass es irgendwas bewirkt. Wir werden sehen. Okay, ich würde sagen, wir haben hier 2 Ausgänge. Es geht schon wieder los. Was ist mit meiner Stimme los? I don't Knopf. Oh, hier. Okay, hier sammeln sich die wichtigen Leute. I see. Also ein Teil der wichtigen Leute. Und hier ist Mädelsversammlung. Alles klärchen. Wow, this ship is amazing. We're flying faster than a bird. Take that, bird. Now I kind of want one. I wonder if Gramps will get me my own airship if I ask him real nice. You can already fly around on Argentlem. Don't go getting greedy. Ja, meine Worte. Wow, this ship is amazing. Faster, bird, Gramps. Ja. Wenn du ein bisschen älter bist, aber selbst dann sehe ich die Notwendigkeit eigentlich noch nicht. Aber du kannst ja auch dein Geld zusammensparen und dir so ein Ding vielleicht selber irgendwann finanzieren, wenn du erfolgreich bist in dem, was du tun wirst. The view from up here is so beautiful. I feel like I'm weightless, soaring peacefully above the clouds. You know, this is actually the first time I've ever been aboard an airship. Wow, I think I'm starting to feel a little dizzy. Is that normal? Oh, ist da jemand etwa seekrank, hätte ich fast gesagt? Being escorted straight to orders aboard the Courageous out to give our field study there an air of man sagt legitimacy? Das klingt falsch, ich weiß nicht. I appreciate Prince Oliver's kindness in looking out for us. Kannst du auch. Ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich, aber ich glaube, er mag uns wirklich, so ein bisschen zumindest. The airship we used in the corps was pretty fast, but this one's even faster. In fact, its specs seem pretty high across the board. Fancy stuff. Never a dull moment in Class 7, I guess. Ja, gut auf den Punkt gebracht. The airship we used in the corps was pretty fast. Fancy stuff, ja. Tja, so ist das. Das ist das Privileg, das wir haben in dem Moment, wo wir Teil dieser wundervollen Klasse sind, nicht? So, ihr 2. Na? At long last, the Courageous has finally taken to the skies of Erebonia. Hey, I feel like a mother hen watching her chicks leave the nest. It would take your word. I'll take your word for it. This may sound a bit forward of me to say, but it sounds like you had some hurdles getting this project together. It was no easy ride, I'll say that. I doubt it would have come together without the prince's unwavering dedication and tireless work. He had to find the time to raise funds and oversee the entire project, in addition to all his official duties. And to add to that, he had to take care of all the arrangements necessary to get Viscount Arset installed as its captain. I can't even imagine how busy your schedule must have been. Even from a student's perspective, it sounds brutal. Well, for this ship to have any weight as a deterrent, I needed the Viscount. Thankfully, he agreed to my request. My plan is to create a neutral third power capable of acting independently of our nation's 2 competing factions. You can think of the Courageous as the first physical embodiment of that ideal. A third party, huh? I feel like I'm starting to understand at least part of what it is you're trying to accomplish. The road will be a difficult one, though. True, but this is only the beginning. Seeing this ship soar through the clouds for the first time moves my heart, just as when Class 7 was formally established. I look forward to seeing what the future holds for the Courageous and for the brave men and women of your class. Your Highness, we live in interesting times. The political situation across the Empire seems to grow more ominous by the day. But with any luck, making a real show out of this ship's launch will push back against the prevailing climate. Well, that's the hope, at least. Either way, you have your whole life to split hairs about politics. For now, give your attention to your field study. Thank you. I know you have high expectations for us, and I hope we'll be able to meet them. Das
Das hoffen wir, denke ich, alle. Aber ich denke, er ist ein gnädiger Urteilfäller, sage ich mal. Oder man könnte auch Richter sagen, aber Richter ist mir in dem Zusammenhang zu hart. It's a wonderful feeling, standing on the deck, feeling the wind rushing by. And how much more liberating would it be to shed these tiresome clothes and hold a beautiful concert above Roer? I might have misheard you, but did you just say you'd like to fly to orders hanging over the railing by your feet? Come now, dear Müller, I'm not that much of a masochist. Naja, das macht ihr mal unter euch aus. I don't know if I ever reconcile this side of Prince Oliver with what he's like when he's actually being serious. And the way Major Vander can shoot him down without batting an eye, even though he's the prince, is really something. Na, die kennen sich halt eine Weile, ne? I get the feeling these two must have been through a lot together. I wonder how long they've known each other. Ergibt Sinn, dass seine Gedanken in diese Richtung wandern. Hey. I have only begun to paint the exquisite portrait of my life. And once my goals have been achieved, I shall go au naturel forevermore. So rum. Also Französisch und Englisch miteinander verwoben ist schon ein bisschen tricky. Aber ja, wir haben es geschafft. Irgendwie. Anyway, I think it's safe to call the grand unveiling of this ship a success. I suggest you focus on your field study for now. Leave keeping an eye on this fool to me. It's a full-time job. Der beste Job, den du dir je vorstellen könntest, oder Müller? Komm, gib's zu. Thanks, we will. And he and the prince really do seem close. Anyway, I think it's safe to call the grand unveiling. Okay. Aber so cool ich diese ganze Symbolik hinter dem Schiff auch finde und so, ne? Ich finde sie auch irgendwie hart unrealistisch, weil wenn hier wirklich irgendwie ein riesiger Krieg ausbrechen sollte mit beiden verfeindeten Fraktionen, die aufeinander losgehen, ich weiß nicht, ob er in seiner Position einfach sagen kann, ach, ich habe hier mein neutrales Schiffchen, ich ziehe mich zurück, ich halte mich mal raus, sollen die mal machen, so, draußen sterben Leute, ich mische mich aber nicht ein, ich bin die neutrale Mitte, ich mache da nicht mit. So funktioniert das in der Praxis halt nicht so ohne weiteres, ne? Insofern weiß ich nicht, ob das so praktisch umsetzbar ist, was in der Theorie eigentlich ganz schön klingt. So, hier kommen wir gar nicht durch. Ich dachte, wir haben jetzt hier 10.000 Wege, aber dem ist ja gar nicht so. Ah ja, guck mal, hier haben wir die Männer- und Jungs-Runde. Come on, nobody wants to see dudes sing. It's all about the ladies. Besides, if we make the outfit skimpy enough, guys will be breaking down the doors to get in. Ah, die sind bei den Vorbereitungen für das Konzert, okay. Come on, nobody wants to see dudes sing. It's all about the ladies. Ich glaube, es ist gut, dass er das nicht alleinig entscheidet. Are you three working out what to do for our concert? Yeah, we've got the general gist of it figured out now, but let me ask you, Reen, would you prefer male or female vocals? That's a really important question too, since it will change the audience we draw. That's a tough decision. Why don't we try both then? You know what? That would be perfect. Yeah, I really like that idea. 2 songs would be the perfect length too. Rehearsing will be a bit tougher, but I think we should do it. It lets us use both plans too. Yeah, you won't see me complaining. He seems really excited for this. Ist ja auch genau sein Herzensthema, nicht? I'm glad that neither of the plans we came up with will go to waste. Right then, time for a little more brainstorming with Crow and Uses. This might make rehearsal a bit tougher, but it will work out. Das glaube ich auch. Also wenn du hier mitmischst, dann glaube ich tatsächlich auch daran, dass das klappen kann. Also nicht, dass Crow und Uses jetzt nicht auch kompetente Berater wären, aber er ist schon so ein bisschen der Masterkopf hier in der Runde. The ideas of all the subtlety of a sledgehammer. You realize that this will put us in direct competition with Class 1, correct? We need to do something with a degree of class in order to take them on. Tja, your ideas are all subtlety sledgehammer. Ja, aber nur meckern ist auch nicht hilfreich, ne? Also bitte, wenn Sie etwas kritisieren und doof finden, auch konstruktive Gegenvorschläge anbringen. Ansonsten ist Elliot der Einzige, der hier Sinnvolles beizutragen hat und das wäre schade. Hi, oh, bist du ein Laden? Logistics Officer Dietz.
Hallo Dietz, du bist tatsächlich ein Shop-Owner. Hey there, welcome to the supply room. We don't actually have too many supplies here though, since we were kind of in a rush. Still, if you want anything, let me know. You'll be my first customer. Gerne. Hey there, welcome to supply room. Rush Customer. Okay. Okidoki. Mal ein bisschen anders betont. Kriegen wir hier irgendwas an Ingredients, was wir vorher nicht kaufen konnten? Nö, sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Was sagt denn mein Geld? Geldmäßig sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, aber das wird sich mit unserer Ankunft in Roer vermutlich ganz schnell wieder ändern. Deswegen werde ich hier erstmal nichts einkaufen. Auch wenn die Verlockung groß ist, bei allen Ingredients ist auf die 20 hochzugehen, aber das machen wir mal erstmal nicht. When it comes to firepower, this ship's equipped with the bare minimum. That's not just due to a lack of time either. It was a conscious decision on our part. We want the focus of this ship to be the things it stands for, not how much fancy weaponry it's got. Of course, that doesn't mean we won't react appropriately if anyone's foolish enough to try anything against us. We've got a bunch of skilled crew members on this ship. While we don't have everyone on the ship yet, pretty much everyone's specialists in their respective fields. Hey, I'm looking forward to when we get the full crew on aboard. Nicht on aboard, sondern on board. Aber was heißt denn die Full Crew? Sind wir jetzt nicht die volle Crew? Fehlt da jemand? Sind Leute krank? Ah, guck mal hier. Hat es sich doch nochmal gelohnt, nach draußen zu gehen. Die habe ich vorhin auf der Karte vermutlich auch gesehen. Oder ich hätte sie gesehen, wenn ich mit der Kamera hier einmal rübergezogen wäre. Aber Sarah und Toll, ihr habt euch aber einen sehr abgegrenzten Bereich ausgesucht, um über was auch immer zu reden. Instructor Sarah, Toll, what are you guys doing out here? Oh, just a little bracer-to-bracer information swapping. That's about the long and short of it. Been a while since I last saw you guys though, not since last month in the Gram. Yeah, always nice to see a friendly face though. Well, despite keeping in touch with him and setting up these arrangements, it came as a surprise to me to see him on board too. Clearly, it was meant to be. Honestly, I was only brought on because of my connection with Viscount Arcade. This airship really is in a class all its own. Really is in a class all its own, though. It's not every day you see a ship owned by the Imperial family and captained by the Radiant Blade Master. This cruiser has the potential to be an important force in Erebonia going forward. Without ties to the Imperial or Provincial armies, it can potentially keep both of them in check if need be. It might not be able to do that quite as well as a strong guild presence could, but it will still help protect a lot of people. That's true. It still frustrates me how the guild used to be an institution here, and now we're barely keeping the lights on. At least the Crossbear branch sends its people over to help us out when we need a hand, though. Wenzel's one thing, but we owe McLean so many favors I've lost count. Aha, viele neue Namen hier, ne? McLean, wait, are you talking about... Oh yeah, I guess you would have heard of him. He's an A-Rank Bracer over in the Crossbear Branch. Also wir kannten, also ich meine neu hier in Trace of Cold Steel. In Trades in the Sky wird man den Namen vermutlich öfter mal gehört haben. Ich krieg den gerade trotzdem nicht eingeordnet, weil der halt zu Crossbear gehört. A guy we used to work with named Wenzel works there now too. Wait, maybe we should back it up a bit. The guy we're talking about is Arius McLean, aka the Divine Blade of Wind. The name probably sounds familiar to you because he's also a practitioner of the 8 Leaves 1 Blade style. Yeah, that's who I was thinking of. I've never met him myself, but I heard a lot about him from my master. He mastered the school's second form and sounds about as untouchable as anyone who holds the title of Divine Blade. Well, he's pretty damn strong, I'll give you that. Bailed me out of more tough spots than I'd like to admit. Speaking of, you know who else is a student of the 8 Leaves School? Cassius Bright, ja, den kennt man natürlich, ne? We were talking about him before, remember? He's the bracer who took command during that big incident 2 years ago. Though, from what I heard, he left the way of the sword behind a while back. Cassius Bright was here in Erebonia? Wait, 2 years ago?
Hey, it was an eventful time, to put it lightly. And yeah, we have Cassius to thank for getting us past that, but afterward, well, you know the story from there. They shuttered guild branches all across the Empire one after the other, and your dear sweet instructor was out of a job. I'd be glad to give you all the grisly details, but it's a long story. We should probably save it for another time. But hey, the guild seems to have a good track record with folks from the 8-Leaf school. Maybe you should consider a career as a bracer. Doors are always open, you know. Me, a bracer. Ich glaube, du wärst ein ziemlich guter Bracer sogar, Reen. I'd never really thought about it before. Hey, there's enough of us singing the Bracer Blues without you trying to recruit my students. Never hurts to start them early. Seriously though, we're always looking for more good people. If that's something you wanted to do, I wouldn't turn you down. I'll give it some thought. Reen ist ja so hilfsbereit, wir sehen es ja an Tower, der würde vermutlich eigentlich einer ganz anderen Tätigkeit nachgehen und wenn er irgendwo in der Nähe wäre, trotzdem den Bracern unter die Arme greifen, so wie wir das im Rahmen der Field Study ja auch schon gemacht haben. Aber ja, also an Kompetenzen mangelt es ihm auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da würde auch sein Instructor zustimmen. This ship should prove an effective deterrent since it's not affiliated with either faction. When you look at it that way, you can see the first steps of what the prince is setting out to do. And of course, me and the guild will be behind him all the way. Na dann, this ship should prove an effective deterrent. Trotzdem, wie gesagt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Oliver einfach sagt, er zieht sich zurück. Kann er ja auch gar nicht, ne? Also, naja, lassen wir die Story mal für sich sprechen, ne? I still haven't been able to repay Cassius for everything he did either. Oh well, we just have to do what we can to live the guild's ideals and keep the Bracer spirit alive. I wonder if that has something to do with how she ended up working at the academy. It sounds like she has a lot on her mind right now. Das hast du jetzt gerade rausgehört? Also prinzipiell stimme ich dir zu, aber aus der Aussage hätte ich das jetzt nicht abgeleitet. I still haven't been able to repay Cassius for everything he did either, just to do Spirit alive. Okay. Na gut, aber Reen hat ja sowieso den 7. Sinn. Das wissen wir nicht erst seit heute. Insofern wenig überraschend, dass er vermutlich auch hier wieder den Nagel auf den Kopf getroffen hat. So, ich glaube, dann bleibt uns nur noch ein Gesprächspärchen übrig, und zwar die gute Laura mit ihrem noch viel guteren Vater. Bitte nicht Deutsch lernen anhand dieser Let's Plays, okay? Das ist alles mit einem Augenzwinkern. Ich möchte nicht zitiert werden mit falschen Wörtern. Die kommen auch, wenn sie unbeabsichtigt sind, so schon zu Genüge. So, lasst uns mal die beiden Schnurrichens besuchen. Hi, ihr zwei. Honestly, you could have told me about this a little sooner. Is this the reason you've been so busy lately? I apologize for the secrecy, but much of this project fell under the veil of strict Vertraulichkeit. So, there are some things I'm forbidden to speak of, even to my daughter. I'm sure you realize that. But Klaus must have known, right? Why was he allowed to know while I was left in the dark? Well, we're really honored to have been invited aboard though. We can rest a bit easier once we arrive in Roer, knowing we had an Imperial escort. Indeed you can. The Provincial Army will have little choice but accommodate you. This ship's purpose is to act as a deterrent to both factions, as well as the Imperial Liberation Front. By doing that, we hope that Courageous will hold the old guard at bay long enough for something new to take root. I'm sure it will. They chose wisely in naming you captain. Still, I assume that's not this ship's only purpose. Well, true. Building an airship this advanced seems excessive if all you're going to use it as is a deterrent. Ich kann heute echt nie lesen, das ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich an mir. You're going to use it as is a deterrent. Use it as is a... Komplizierter Satz. Laura's right. There has to be some other purpose it was made to fulfill.
Haha, very perceptive of you. I regret that I wasn't able to discuss this with you properly when you were in the Gram last month, but I'm proud to see how much you've grown just since you enrolled at the academy. I have my class to thank for that. Learning alongside them has been a constant source of insights. Immer so bescheiden. Die große Gemeinsamkeit von Reen und Laura könnte man meinen, ne? Wie Markias im Hintergrund steht, als hätte er irgendeinen Wachposten inne oder so. So tell me, Reen, how's she doing? Is Laura getting along with the other students? I think she's been fitting in fine. I see. That's reassuring to hear. At times I worry that growing up in a sword-fighting household caused her to end up less well-rounded than her peers. Ah, sie schlägt sich super. I hope you and the others will continue looking out for her. Sowieso. Eigentlich lookt sie eher out for uns, aber ist auch andersrum der Fall. Right. We're class 7. We don't give less than our best. Glad to hear it. Hat sie natürlich gar nicht gehört, ne, wenn die zwei daneben stehen und über sie unter anderem sprechen. What are the two of you going on about with all your whispering and your furtive glances? It's nothing you need concern yourself with, just a little discussion between men. You needn't worry, we'll be sure to get you to your field studies safely. As a student of Thors, I expect you to give it your utmost. Huh? Was meinst du, Vater? Drück dich klar aus, bitte. You really does care about her. Oh, ihre Reaktion fand ich gerade irgendwie lustig. Ein bisschen. So, und nun? Nevertheless, being ferried to our destination in an airship like this makes me feel as though I could take on the world. While we won't be in the same group during this field study, I hope that it's a rewarding one for the both of us. Ja, nicht nur für uns, für die ganze Gruppe. Great. Nevertheless, being ferried. Both of us. Okay, die zwei sind sich einig, alles wie immer. Und sie so... Allow us to escort you to your destination. I hope your field study proves to be a fruitful one. Just don't forget to conduct yourselves as students of Thors should during your time there. Aha. Allow us fruitful there. Okay. Ich glaube, damit wären wir durch mit allen Gesprächsoptionen. Und jetzt? Jetzt muss ich wahrscheinlich den ultimativen NPC finden. Oder den ultimativen Ort aussuchen. Ich weiß es nicht. Warte mal, wir fangen jetzt einfach mal wieder hier an. Ich werde jetzt mal die Karten durchgucken. Meine Vermutung ist eigentlich eher dahingehend, dass wir gleich nochmal zur Bridge zurück müssen. Und sich da dann alle versammeln. Irgendwie so. Aber vielleicht muss ich auch nochmal raus. Mit Oliver oder so sprechen. Ne, jetzt passiert was. Ne, es passiert doch nichts. Ich dachte, dieses Ding hätte jetzt irgendwie signalisiert, dass es hier weitergehen könnte. Dann lass uns mal die Junction Area nochmal aufsuchen. Also im Zweifelsfall spricht man ja immer mit dem Captain, ne? Um dann die Geschichte voranzubringen. Aber hier scheint das nicht der Fall zu sein. Dann lass uns mal nochmal zu den anderen wichtigen Akteuren rüberlaufen. Einmal hier. Keine Ausrufezeichen. Und jetzt? Kann man hier irgendwo übernachten eventuell? Muss ich mich hinlegen? Ich weiß es nicht. Ich kann es... Attention all crew members and passengers. We will soon be entering Roer airspace. Please prepare for landing. And make sure you have all personal effects with you before disembarking. Sounds like we're almost there. That was a shorter flight than I'd expected. Guess I'd better go round up the others and start getting ready. Voll das Star Ocean Feeling hier gerade. Und die Musik fetzt auf jeden Fall. Wir haben gerade ein gutes Grundverständnis dafür bekommen, wie schnell wir eigentlich unterwegs sind. Es sei denn, das war gerade keine Echtzeitdarstellung, aber könnte hinhauen. Roer Airports granted us permission to land. Wobei, nee, das war ein bisschen zu schnell. Das war ein bisschen zu schnell. Wollen wir mal realistisch bleiben. And keep the engine warm. We'll be taking off again right after our guests have disembarked.
Aye, aye, Captain. Preparing the courageous to land. Including today, you've got 3 days for this month's field study. Make 'em count, guys. I plan on it. We'll do the best we can. You guys be careful in all this, okay? Yeah, it sounds like things could get dangerous there. Don't sweat, it will be fine. We ought to be alright if a certain someone can keep her mouth shut. Take care in Roer, everyone. Will do. When we get back, we'll be jumping straight into festival prep. Hope you're ready to discover the true terror of planning by committee. Alles klar, Drogen angekommen. Oh, that's right. With everything that's happened so far today, I almost forgot about that. We have the songs and outfits finalized by the time we get back, and we should have the positions all figured out too. Let's try to save at least a bit of strength. It would be a shame to come back too tired to outdo Class 1. Oh, I think I could find the energy. That's all the more reason for us to return safe and sound. Ah, the spirited joys of youth. I'm sure both your field study and the Academy Festival will prove valuable experiences for all of you. Work hard out there, guys, but not too hard, you hear? May the goddess go with you. Take care. We will! Yay! Die hätten alle noch so ihre Fäuste in die Luft recken müssen, um den Spirit nochmal zu verdeutlichen. Nein, brauchen sie nicht. Hat Class 7 gar nicht nötig. Guck mal, wir haben den Industriekasten Roer erreicht. Das ist tatsächlich keine Festung, sondern schon die Stadt. The courageous touchdown at the massive Roer airport, where we parted ways with the members of Group B. With us safely on the ground, it wasted no time taking to the skies again, ferrying the others west to Ordis. Roer was a maze in every direction, but Sharon guided us to Rainford's corporate headquarters without missing a step. Natürlich, wenn sie was im Schlaf kann, dann vermutlich das. Aber nicht nur das. Die Frau hat scheinbar einige Talente. Und da ist sie auch schon. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so nach der schönsten Stadt aller Zeiten aus, ne? This tunnel goes on forever. Aber ich finde Roer trotzdem auf eine ganz eigene Art und Weise faszinierend. Wird man gleich sehen. Vielleicht warum. I can't help but recall trying to navigate Guerrilla Fortress. Hey, I guess when you build with tons of iron and concrete, everything starts to look pretty similar. We're not far from the city center now. You might want to brace yourselves. Roer has an even weirder layout than the capital. Hey, that's my hometown you're talking about, but I can't deny it's true. Looks like we're finally out. Dum dum. Einmal die Kamera drehen, bitte. Yay! Licht. Schattengewächse der Nacht verstecken sie sich. Guck mal, die erste Rolltreppe, die wir in Trace of Cold Steel zu sehen bekommen. Und da ist es, das große RF. Das große Hauptgebäude. Wow! The city extends above and below. Warum nicht den ganzen Platz nutzen, ne? Fortschritt wird hier groß geschrieben. Aber zu welchen Kosten? Well, Roer grew up around steel fabrication and heavy industry. That's how it came to be known as the Empire's industrial metropolis. You were right, it is weird. It's got a population of around 200,000 people too. That's as big as the capital of a smaller country. Jetzt sehen wir auch, wo die ganzen Leute unterkommen. I feel like the city's gotten even bigger since the last time I was here. Ja, weil du gewachsen bist, Breen. The Rainford Corporate Headquarters is on the upper level, right? That's right. If you'd like to visit, just head up that escalator. Und was machst du jetzt, Sharon? Allow me to welcome you to Roer, home of the Rainford Company. I sincerely hope that your field study here will be a fulfilling one. Danke auf jeden Fall fürs Herbringen.
Und sie watschelt jetzt nach Hause. Oder was macht sie jetzt? So, erstmal Karte checken. Wir haben hier einige Leute, mit denen wir sprechen können, aber wir wissen auch, dass das nicht die einzige Ebene ist. Das heißt, Fahrplan steht, ne? Guck mal, da glimpsen sie schon in unsere Richtung, die ganzen Shops, die nur darauf warten, dass wir unsere Mira dort lassen. We should start by going to the Rainford corporate headquarters on the upper level of the city. Once you ride the escalator up, it should be straight ahead of you. Okay, wir haben es ja schon gesehen. Ich wollte ja nur Grenzen ausloten, wie immer eigentlich. Hallo Zink! Na, du süßes Wuffi. So, von Ulo kriegen wir auf jeden Fall ein Red Moon Rose Exemplar. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon der Fall sein wird. Roer was the first city in the world to have a railway run through it. Now we make orbital cars and airships here and export them all over the world. And we owe it all to the Rainford Group. Aha. Roer was the first city in the world. Okay, also er ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv gestimmt. Das war nämlich das, was mich damals sehr interessiert hat hier bei der... Master Reen, please don't cause too much trouble. Let's make our way to the Rhineford headquarters. Right, of course. Why is she singling me out? Ich weiß nicht, Reen. Vielleicht, weil wir dich steuern und du hier der Captain und der Anführer bist und sie dich in die Pflicht nimmt, um den anderen ein Vorbild zu sein oder so. Keine Ahnung. Hallo, Drossel. Wasn't that red airship just beautiful? I couldn't believe my eyes when I first saw it, but everything made sense once I learned that Prince Oliver was on board. A surprise like that is very like him. Wie die ihn alle so kennen. Also ich finde, das ist schon eine Eigenheit, die, weiß ich nicht, das scheint öffentlich bekannt zu sein und das überrascht mich. Wasn't that red airship just beautiful? First saw it, was on board like him. Okay, Drossel. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Einmal richtig abgedrosselt. So that was courageous. I'd heard the rumors, but it even exceeded my expectations. And it's a Ruhr-built original. Makes me proud to live here. Not that I had anything to do with its development. Und deswegen ergibt es eigentlich auch keinen Sinn, so wirklich darauf stolz zu sein. Aber cool ist es trotzdem. Und vielleicht würde ich es ähnlich sehen an seiner Stelle, auch wenn es objektiv betrachtet mit nötiger Distanz nicht wirklich sinnvoll ist. Hallo Linda. Welcome to Baronias, where we always want to save you money. Aha. Whether it's wood or general goods you want, we've got it. And your wallet will love us just as much as you will. Oh, das sind aber hehre Versprechen oder Aussichten. Welcome to Baronias. Ich glaube, diesen Laden sollte ich nicht als erstes aufsuchen, oder? Ey, weil ganz ehrlich, die werden mir ja bestimmte Ingredients anbieten, die ich alle haben will. Aber wo mir am Ende die Kohle für Equipment fehlt. Deswegen gehe ich da noch nicht rein. Oder vielleicht gucken wir gleich mal. Ich bin mir noch unschlüssig. You're the students from Thor's Military Academy Class 7, right? Hold on, did you come here on the airship we saw earlier? I see, it all makes sense now. Prince Oliver really is full of surprises. Ja, Drossel wusste, dass er full of surprises ist. Du scheinbar noch nicht. Right now I'm just doing a regular patrol. Nothing for you to worry about. Nö, noch mache ich mir keine Sorgen. There's no reason for us to go into the station right now. We have a field study focus on. Ist das hier? Ah ja, das ist die Station. Da stand ja sogar da. Habe ich irgendwie ganz geflissentlich übersehen. So, ich werde mich jetzt trauen, zu Boronias zu gehen. Ach, wir dürfen gar nicht. We should start by going to the Rainford corporate headquarters on the upper level of the city. Okay, das ist schon allseits bekannt. Das heißt, ich werde vermutlich dann auch nicht in die anderen Läden rein können. Und hier auch nicht? Nee. Okay, wir gucken mal, wo Sharon uns eventuell noch hinlässt. Hier ist dann wohl Ende Gelände. Richtig? Ja, alles klar. Dann ist der Bereich hier aktuell noch sehr beschränkt. RF Store, Orbments for All. Mann, Drossel, ey. Immer musste ins Bild laufen. Immer diese Drossel-Propaganda hier. So, da komme ich jetzt auch nicht rein. Also, lass uns die Treppen aufsteigen. Bevor Sharon hier noch einen Herzkasper kriegt. Wow, a moving staircase. Oh, ja, das müsst ihr wohl selber lesen. Das geht mir zu schnell. Right, the first one was built in size. After that, the technicians decided they... Ich bin raus. Auf jeden Fall sind alle voll begeistert und fasziniert.
What is that? Oh, ich darf wieder selber bestimmen. That's an awfully strange shape for a building. Oh, wait, that's not even a building, is it? Nice catch, Reen. That's actually an orbit generator. But it's so big. Roer has so many factories and industrial facilities that the city uses an enormous amount of orbital energy. Having large generators that send energy where it's needed is more efficient than each factory producing its own energy. That's quite a setup. The technology's really come a long way in such a short time. Naja, short time. Das wird sich auch über die Jahre alles so entwickelt haben, ne? Aber im Kern hat er schon recht. Ja, das hat man aus der Ferne schon gesehen. Ja, da hat man sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen. Wow! I've seen the building in pictures, but it's even more commanding in person. Guess you wouldn't expect any less from Rainfort's corporate HQ. I couldn't believe my eyes the first time I saw it either. It's a big building, sure, though not as big as the Orchis Tower in Crossbell. That's a 40-floor skyscraper, the tallest on the continent now, I think. Oh, that's the tower we could see from Guerrilla Fortress, right? Yeah, that's where they were holding the trade conference last month. Haha, no need to be so modest, Elisa. It's your family's digs. No one's gonna mind if you chalk it up a bit. I'm not trying to... Well, shall we go inside? Hast du es etwa ein bisschen eilig, Sharon? Ist sie vielleicht ein bisschen genervt von unserem Blabla? Könnte man das da raushören? Ich weiß es nicht. You don't need to tell me where it is. Oh, weil ich habe den Anfang nicht mitbekommen. Rainfort's Corporate Headquarters is right over there. Shall we be going? Okay, also groß erkunden ist jetzt erstmal noch nicht, aber das ist auch in Ordnung. The courageous unveiling today should increase the value of the Rainfort Company's shares. So much work, so little time. It's good that the company's doing well, but I've practically forgotten what rest is. Ja, welcome to my life. Ich fühle den Typen gerade sehr mit seiner Situation. The courageous unveiling today should... Ja, okay. Aber Zeit ist immer zu wenig da, glaube ich, für alle. Außer für Menschen, die ständig Langeweile haben. Aber die sind für mich eh irgendwie eine andere Spezies, die ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. It's enormous. I can barely see the top of it. It's hard to believe something like this was actually built by human hands. Ja. Warte mal, wie weit kann ich die Kamera ziehen? Oh, es geht gar nicht weiter. Wir können nicht mal die Spitze hier visuell erfassen von dem Gebäude. The rest of the city is pretty nice, but I couldn't believe my eyes when I first saw this building. There's no company in the world quite like Rainfort, so I suppose it makes sense that their corporate HQ is huge. Ja, naja, ich meine, du kennst ja die ganze Welt vermutlich nicht, oder? Oder tue ich dir gerade Unrecht, weil du doch schon viel gereist bist? Ich finde es halt immer krass, wenn Leute irgendwie wenig von der Welt sehen oder wenig wissen, die dann immer davon ausgehen, dass das, was so im eigenen Dunstkreis vorhanden ist, dass das automatisch auch der Superlativ ist. Ne? Ich meine, heutzutage kannst du dich ja auch gut informieren, ob das stimmt, ob das nicht stimmt, ob die Leute hier die Möglichkeit haben, das weiß ich natürlich nicht, aber ja, mal gucken. Wir wissen ja zumindest, dass es mindestens ein Gebäude gibt in Crossbell, was noch größer oder noch höher ist als das hier. It was a real surprise seeing that pretty red airship fly overhead. But I'm not sure how I feel about them using foreign technology to make it though. We've got to take pride in what we can do as people of Roer instead of bringing in help from somewhere else. Das stimmt, autark seid ihr auf jeden Fall, was Technologie angeht. Though somewhere else. Okay, so hier ist jetzt wieder Ende Gelände, aber wenigstens haben wir das Öhmchen noch mitgenommen und mit eingebunden. In das Hotel kamen wir nicht. Das heißt, es bleiben keine anderen Möglichkeiten mehr, außer diesen fulminanten Eingangsbereich jetzt auch zum Begehen des Gebäudes zu benutzen. Fancy Eingangshalle. War zu erwarten, ne? Ja, alles ein bisschen überdimensioniert, wofür auch immer man so eine riesige Eingangshalle braucht. Aber macht schon was her, ne? Schreit einen so ein bisschen an, so guck mal, ich hab Geld.
Aber wer weiß, was hier für Massenversammlungen manchmal auch zustande kommen. Vielleicht brauchen sie den Platz auch. Kein Plan. Vermutlich nicht. It's just as fancy on the inside. Are these all scale models of machines Rainford makes? Yup, I'll tell you more about them later if you're interested. Lady Elisa? Oh, das war eine Male-Voice. Voll ins Klo gegriffen gerade. Hello, Dalton. It's good to see you again. Oh, the pleasure's all mine. It's been 6 months since you've been home. I'd heard you were attending a military academy on the outskirts of the capital, but it looks like you finally decided to come back and visit the old homestead. Yeah, here I am. We'll be staying for the next 3 days. I see, that's wonderful news. Keep taking good care of her, Sharon. I certainly will. Alles wie immer. Wenn er Sharon ein bisschen kennt, wird er vermutlich wissen, dass sie das tun wird. Wow, it's one thing to hear about it, but I know what you mean. Kind of brings home the fact that she's a Rainford. Let's just get going, okay? Sie mag das nicht so. Und ich finde, das macht sie irgendwie sympathisch. Ich meine, sie können sich jetzt ja auch aufspielen wie so ein Gockel, ne? Und so tun so, oh, guck mal, meine Familie und so. Und das macht sie halt nicht und dafür mag ich sie. Allow me to show you the chairman's office. We'll be going up to the 23rd floor. 23 also. Ist das eine gute Zahl? Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir können uns in der Eingangshalle noch umschauen, aber ist wohl nicht. Dafür, dass das Gebäude so hoch ist, fährt der Fahrstuhl aber relativ langsam. Finde ich. Aber was weiß ich schon. Wir sind da. Mal gucken, wie die Mutti auf Alisa reagiert. Aber wisst ihr was? Ich werde gleich einen richtig fiesen Break machen. Einen richtig, richtig fiesen. Denn unsere endgültige Ankunft wird sich definitiv in die nächste Folge noch verschieben. Aber wir können unserer Class 7 noch dabei zugucken, wie sie den Raum betritt. Ja, wo wir gerade beim Thema überdimensioniert sind, ne? Ja, großes Büro auf jeden Fall. Liebe Leute, das, was jetzt hier folgt, das wird bis zur nächsten Folge warten müssen, denn wir sind schon wieder ordentlich über der Zeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier in Roer weitermachen. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!